Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Haul. Ich habe es ja angedroht im letzten Video. Und zwar habe ich eine Menge KISS, habe aber auch ein, zwei andere coole Sachen bekommen, die ich euch zeigen möchte. Ich war nämlich am Wochenende auf dem Flohmarkt in Elmshorn. Da bekommt man meistens nicht viel, da stehen immer dieselben Leute rum und es ist immer derselbe Müll. Aber ein Händler war da, der auch auf der Schallplattenbörse war, wo ich das Wochenende davor war. Da habe ich schon eine Platte nicht mitgenommen, die ich schon im Jahr davor auf der Schallplattenbörse da gesehen habe. Die hatte er immer noch, deswegen habe ich diesmal zugeschlagen. Aber auch das Ding habe ich bekommen. Sehr geil. Tron, Hörspiel. Man kann das ganze Ding im Prinzip von Vinyl hören und kann das hier im Buch mitlesen. Ich liebe so ein Kram. Ich habe sowas auch von Krieg der Welten. Und ich liebe Hörspiele, ich liebe Soundtracks. Ich bin auch ein riesen Film-Fan und Freak. Und das ist hier mal richtig, richtig geil. Mit diesem Buch dazu kann man echt nicht meckern. Tron, absoluter Kultfilm. Was soll ich sagen? Bin sehr happy, das Ding bekommen zu haben. Schönes Teil. Ich werde irgendwann noch mal sicherlich ein Video auch über Hörspiele und Soundtracks machen. Gehen wir weiter. Das ist nämlich das Teil, was ich habe liegen lassen beim letzten Mal. Hat ein bisschen Ringware, aber für ein 20 konnte ich da echt nicht Nein sagen. Wunderschöner Soundtrack von Valerian. Ist jetzt vielleicht nicht der Film, den alle richtig gut finden. Ich persönlich bin ein großer Fan von dem Film, weil ich liebe einfach diese Vielfalt an Wesen, die man da in dem Film sieht. Ich bin ein Riesenfan von Cara Delevingne, die in dem Film auch absolut zuckersüß aussieht. Das muss man auch sagen. Ich finde, das ist eine echt coole Frau und ich finde den Film einfach klasse. Hier sieht man das schon, so diese ganzen Wesen, die da rumlaufen. Genialer Film, wer ihn noch nicht gesehen hat, gebt ihm eine Chance. Ja, wie gesagt, Ringware, ansonsten tolles Teil im weißen und blauen Vinyl. Sehr, sehr schön. Auch die Innenhüllen, wenn man sich das hier einmal anguckt, sind echt cool gemacht. Hier mit dem Bild absolut genial. Auf der anderen Seite dann Valerian zu sehen. Das Ding ist ein echt schönes Teil. Ihr seht es schon einmal hier. Weißes Vinyl, auf der anderen Seite ist blaues Vinyl drin. Das Ding auf jeden Fall auch ein absoluter Knaller. Wird bestimmt irgendwann nochmal in einem Soundtrack-Special auf meinem Kanal zu sehen sein. Sehr schön, hab sie endlich. Wollte sie schon vor einem Jahr haben, jetzt habe ich sie. Kommen wir zu Church of Vinyl. Habe ich ja schon erwähnt, dass ich mir da die letzte bestellt habe und sie ist da. Paradise Lost, Shaped Vinyl. Das Ganze ist Hallowed Land und Forever Failure, wie auch immer man das ausspricht. Failure, glaube ich. Failure? Ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir hier die Shaped Picture Disc und das Ding ist auch wirklich schön. Ich habe noch nicht so viel Paradise Lost Vinyl, deswegen zeige ich euch das Ding hier kurz, weil das lohnt sich nicht, ein extra Paradise Lost Video zu machen. Aber das Ding hier absolut ein Highlight, was ich bei Church of Vinyl noch ergattert habe, was es da jetzt dann auch nicht mehr gibt. Es war die letzte. Ja, und jetzt geht's los. Ich weiß, alle KISS-Fans und Fanatiker sitzen jetzt schon mit den Lefzen voller Sabber vor dem Bildschirm, vor dem Handy, vor dem Tablet und warten drauf, was der Verrückte wieder an KISS-Sachen bekommen hat. Und damit geht es los. Das ist KISS Madison Square Garden 1996 und das Ganze habe ich zweimal. Das gucken wir uns natürlich in einem anderen Video genauer an, nicht in diesem. Heute zeige ich euch nur, was ich bekommen habe. In die Tiefe gehen wir dann jetzt die Tage danach. Und ich sage nur so, ich habe hier echt coole Sachen. Das Ding auf jeden Fall 96, wieder mal ein Highlight aus der für mich besten KISS-Zeit, als KISS wiedergekommen sind. Dann geht es weiter und da kommt jetzt endlich auch der zweite Part demnächst. Das ist nämlich hier der erste Part, Kyoto, und wir haben hier Nagoya. Das sind zwei Scheiben, die wieder ein Vierer-Set ergeben. Was das Coole an dem Vierer-Set ist, sehen wir, wenn ich das Ganze euch zeige. Ich werde
wahrscheinlich euch die beiden zeigen und dann die nächsten beiden. Oder soll ich ein Vierer-Video draus machen? Ich glaube, es wird 2 und 2. Das wird, glaube ich, ganz cool, weil da ist wieder relativ viel drin zu zeigen. Ich denke mal, das sollten wir auch zelebrieren und genießen. Auf jeden Fall eine mega geile Variante und ich bin sehr glücklich über das Teil hier, weil die sind echt schön. Ja, und dann kommen wir zum Finale. Das reiße ich jetzt schon mal so ein bisschen an. Das ist ein Vierer-Set. Lago 75 mit einem großen Poster drin und das Ganze kommt natürlich Jean, Paul, Ace und natürlich Peter. Mehr werde ich euch hier aber nicht zeigen. Ihr sollt natürlich euch die Videos dann angucken. Ihr seht schon hier auch dieser Einleger unterschiedlich. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr cooles Picture Disc Set und es kommen schon wieder neue. Ich glaube, ich habe schon wieder 4 oder 5 auf Vorbestellung. Ja, 5 sind es, glaube ich. Das reißt nicht ab. Es ist wirklich, man hat gerade die eine Sache geldlich irgendwie gewuppt. Da kommen schon wieder die nächsten Scheiben. Der KISS-Markt ist völlig verrückt, was die nicht offiziellen Pressungen angeht. Es ist ein unerschöpflicher Markt und ich kann euch nur so viel sagen, ich lasse schon Varianten aus, weil ich erstens manchmal schon welche habe als Boxset oder sonst wie und die kommen dann nochmal als Picture Disc oder wie auch immer und ich hätte sie gerne, aber es ist so viel, dass auch ich sagen muss, ey, ich muss mein Geld irgendwie ein bisschen gezielt auf die Sachen setzen, die mir am wichtigsten sind. Eigentlich wären mir alle am wichtigsten, aber ich brauche natürlich auch noch ein bisschen Geld, um andere Sachen in meinem Leben zu bezahlen. Demnach, ihr merkt, ich bin nicht reich oder irgendwas, was ihr immer denkt. Ich muss genau drauf gucken, was ich mir hole und ich opfere viel Geld für dieses Hobby. Aber auch da habe ich schon gesagt, ich fliege dafür zum Beispiel nicht in irgendwelche überteuerten Türkei-Urlaube oder sowas, weil ich lieber das Geld da reinstecke, als irgendwo 2 Wochen in der Sonne zu brutzeln, worauf ich keinen Bock habe. Das ist einfach, Prioritäten so setzen, wie man es für sich für richtig hält. Ich persönlich bin halt einfach mehr in dieser Richtung unterwegs. Jo, das war mein kleiner Haul. Wir werden uns dann, ich denke mal Richtung Freitag, die erste Sache angucken. Ich denke mal, wir starten dann vielleicht hiermit. Mal gucken, ich überlege es mir noch. Ihr könnt mir mal reinschreiben, was ihr zuerst sehen möchtet in den Kommentaren. Also Lago 75, Kyoto und Nagoya oder Madison Square Garden 1996. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr gerne zuerst sehen möchtet. Und dann werde ich darauf achten. Und vielleicht mache ich es auch. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, ein Abo. Keep on rockin'. Tschüss.